Hi, ich bin Bennett und ich beschäftige mich sehr viel mit Navigations-Apps für Motorradfahrer. Und das hier sind die 5 Gründe, warum du dich für oder gegen Kurviga entscheiden solltest. Die Vorteile. Der Hauptgrund, sich für Kurviga zu entscheiden, ist der riesige Funktionsumfang. Kurviga hat im Gegensatz zu allen anderen hier Möglichkeiten, die du sonst einfach nicht hast. Ich habe bei Vermeidungen die Option, Mehrfachbefahrungen in der Skala von 1 bis 5 zu vermeiden oder nicht. Das heißt in dem Fall, ich kann vermeiden, dass ich bei einer Rundtour auf dem Rückweg wieder die gleichen Strecken fahre wie auf dem Hinweg. Fähren, Mautstraßen, Hauptstraßen, unbefestigte Straßen. Ich kann hier auf einer Skala, auf einer Klaviatur spielen und kann hier wirklich raussuchen, welche Route mir am besten passt oder nicht. Das ist nur die eine Sache. Wir haben außerdem wahnsinnig viele Möglichkeiten an Map-Layouts. Also wenn mir die Kurviga Standardansicht hier nicht taugt, dann kann ich hier Esri Streets, Topomap und so weiter und so fort. Hier gibt es für jeden Geschmack ein Kartenlayout, also hier wird jeder fündig. Die gleiche Flexibilität bekomme ich auch noch bei GPX im Exporten. Also ich habe jetzt hier irgendeine Straße mal in Südbayern drauf, das spielt keine Rolle. Und wenn ich jetzt hier schon auf die 3 Punkte gehe, dann habe ich hier noch einen Haufen Möglichkeiten, die mir die App noch gibt. Hier setze alle Wegpunkte auf die nächste Straße und so weiter und so fort. 1000 Einstellmöglichkeiten, und wenn ich auf Export gehe, dann kriege ich hier für den GPX-Export über die Möglichkeit zu entscheiden, Waypoints, Routen, Tracks, wie viele Stützpunkte soll es sein, ich kann die konkrete Anzahl angeben, ich kann Wegpunktnamen, ich kann auch Shaping Points, ne? Also ich habe 1000 Einstellmöglichkeiten, die ich hier fürs GPX-Format auch noch habe. Das hat sonst meines Erachtens kaum eine App. In den Kurvenprofilen kann ich hier auch schnellste, schnell und kurvig, kurvig, extra kurvig oder alle Kurvigkeiten einstellen. Das ist einfach in der Form, hat das glaube ich so keiner. Und deswegen habe ich halt hier auch die größten Möglichkeiten, einfach meine Einstellungen, meine Touren zu machen und die wirklich in jeglicher Form zu optimieren, so wie sie für mich nötig sind. Android Auto. Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen so sein, dass Kurviga sich da halt eben auch als Gegenentwurf zu Calimoto positionieren will, die ja CarPlay können, aber kein Android Auto, und bei Kurviga ist es nun mal andersrum. Großer Vorteil für Android-Nutzer, ich kann halt Android Auto einfach nutzen, egal ob ich das jetzt mit einem modernen Motorrad wie einer Africa Twin oder so mache, die schon CarPlay hat, oder ob ich so ein Nachrüstdisplay habe, das spielt dann keine Rolle mehr. Großer Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Apps, die CarPlay können, ich habe hier als Android-Nutzer den Vorteil, dass ich einfach Android Auto nutzen kann. Und das ist ja der Weg, in den sich der Markt zwangsläufig entwickeln wird, dass einfach diese Konnektivität immer wichtiger werden wird. Die Synchronisation zwischen Kurviga App und Kurviga Planung. Ich kann in diesem komplexen Funktionsumfang wahnsinnig gut im Web einfach planen, die Route in der Kurviga Cloud speichern und habe sie dann sofort auf meinem Handy, kann sie starten, kann sie da auch in allen Funktionen nachbearbeiten, wenn ich das will, und kann sie dann halt einfach anfangen zu fahren. Das ist immer noch ein Riesenvorteil, gerade wenn man größere Touren plant, wenn man längere Touren plant. Und im Spezialfall für Kurviga ist es natürlich so, dass dadurch, dass der Funktionsumfang so groß ist es natürlich viel, viel angenehmer und viel, viel einfacher, das im Web zu machen und die Tour dann einfach zu übertragen, als mit allen Einstellungsmöglichkeiten auf dem kleinen Display auf dem Handy rumzufummeln. Das GPX-Handling. Anders als bei anderen Konkurrenten auf dem Markt kann ich bei Kurviga mit GPX-Dateien schon noch wahnsinnig viel mehr machen, als sie jetzt nur in eine Route umzuwandeln. Ich habe hier zum Beispiel die TED-Datei aus Deutschland und die ist jetzt hier bei mir nur ein Overlay. Also ich habe die Datei importiert und ich sehe die jetzt einfach immer auf der Karte und kann zum Beispiel daran orientiert mir eine Tour planen, die dann eine eigentliche Route ist. Und diese Möglichkeit, eine GPX zu importieren, die aber nicht unbedingt als Route, sondern nur als Overlay zu verwenden, ist halt auch wieder Teil dieses Funktionsumfangs. Plus, anders als Calimoto zum Beispiel, macht Kurviga das nicht so sehr, dass es mir die GPX-Datei umwandelt in eine
bessere, beziehungsweise eine, die man dann halt fahren kann. Also solange ich die GPX-Datei jetzt zum Beispiel als Overlay importiere, dann ist es hundertprozentig die Datei, die ich haben kann. Wenn ich anfange, die in eine Route umzuwandeln, kann es auch bei Kurviga passieren oder ist es mir bei Kurviga schon passiert, dass die Route halt nicht hundertprozentig übernommen wurde, weil Kurviga sagt, diese Straße kenne ich nicht oder die ist gesperrt. Da darf man nicht fahren oder da kann man nicht fahren. Das hängt ein bisschen mit den Kartendaten zusammen, aber halt eben auch mit der Einstellung davon, will Kurviga, dass man das halt eben machen kann oder nicht. Kalimoto ist da sehr rigoros. Kalimoto sagt, ich wandle dir die Route um und du kriegst eigentlich nie 100% die Route, die du umwandelst. Da ist Kurviga weniger restriktiv, aber es passiert trotzdem noch, dass die GPX-Datei, die ich in Kurviga schmeiße und in eine Route umwandle, nicht unbedingt dann 100% mehr mit der Original-GPX-Datei übereinstimmt. Wie gesagt, da kann Kurviga aber mehr und ich kann, wie gesagt, diese Overlays nutzen, um mir dann eine eigene Route zu bauen. Das sind viel mehr Optionen, als die man sonst irgendwo anders bekommt. Kurviga kostet im Jahresabo gerade mal 30 € und für die 30 € kriege ich die meiste Funktionalität, die ich mir in einer Motorradplanungs-App wünschen kann. Das ist ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man sich denn mit den ganzen Funktionen auseinandersetzen will. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Abo da, das würde dem Kanal sehr helfen. Nachteile. Der erste Nachteil ist, man muss sich eben mit Kurviga auseinandersetzen. Ich muss persönlich sagen, ich finde Kurviga hat eine absolut katastrophale User Experience. Und mit katastrophal meine ich das, man hat sich hier Sachen ausgedacht, die sind meines Erachtens aus einer Usability-Sicht zum Teil völliger Schwachsinn. Ich kann mir in den Vermeidungen 5-stufig einstellen, ob ich jetzt Fähren vermeiden will oder nicht. Da brauche ich an und aus, da brauche ich nicht 5 Stufen. Entweder ich will Fähren mit einplanen, weil ich das okay finde, über einen See gefahren zu werden, oder ich will das halt einfach nicht. Es ist völlig hirnrissig, dem User sagen zu müssen, ey, du musst das entscheiden. Ich erwarte, dass die App das für mich entscheidet und trotzdem eine geile Route macht und ich hier nur eine Einstellungsmöglichkeit habe. Das gleiche ist mit den vorher angemerkten GPX-Exporten. Ich kann hier 1000 Sachen einstellen, aber ich will mich ja gar nicht damit auseinandersetzen. Warum will ich das denn, eine GPX-Datei zu exportieren? Ich will das in der Regel, um sie in ein Garmin, in ein TomTom zu packen oder um sie vielleicht sogar einem Kumpel, einem Kalimoto zu geben. Und dann muss ich mir jetzt als User mich hinstellen und mir mühsam rausfinden, welche Einstellung denn die optimale ist für das, was ich mit der GPX-Datei danach vorhabe. Dafür zahle ich keine 30 €, dafür zahle ich nicht mal 5 €. Die App hat dort eine Einstellung zu haben, meines Erachtens, die sagt, entweder ich exportiere das und es ist halt eine Einstellung für alle und ich kann damit leben, weil sie halt irgendwie so für alle möglichen Anwendungsfälle ungefähr gut funktioniert. Oder es ist halt eine Option mit optimiert für Garmin, optimiert für TomTom, optimiert für Kalimoto. Ist ja völlig Schnurzpiepe, was man da macht. Aber diese Optionen einem Otto-Normalen-Nutzer einfach von Anfang an hinzusagen und zu sagen, du musst jetzt entscheiden, wie viele Stützpunkte du haben willst und ob du Shaping Points haben willst oder nicht, das kann ich nicht verstehen, wie man einem Nutzer so eine Option geben kann. Das gleiche gilt auch für die Routenplanung. Immer wenn ich einen Zwischenpunkt in meine Route einfüge, muss ich mich entscheiden, soll das jetzt ein Zwischenziel oder ein Shaping Point sein? Die Entscheidung will ich nicht jedes Mal treffen. Also ja, sicherlich die Option zu haben, ist für manche Nutzer sicherlich sinnvoll, aber für die meisten, mich eingeschlossen, interessiert mich das einfach nicht, ob das jetzt halt ein Shaping Point oder ein Zwischenziel ist. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn, das jedes Mal dem Nutzer aufzuzwingen, dass ich bei jedem Zwischenpunkt, den ich setze, entscheiden muss, ob das jetzt welche Option das sein muss. Das sind mir einfach viel zu viele Klicks in der Usability. Man kann das vielleicht anders sehen, aber für mich ist das einfach der absolute riesen Nachteil, weil es einfach die Planung so viel langsamer macht, als wie sie sein könnte. Der zweite Hauptgrund, sich gegen Kurviga zu entscheiden, sind für mich die POIs. Ich habe zwar die Möglichkeit, dass ich mir diese POIs hier in der App filtern kann und dass hier auch zumindest auch Pässe mit drin sind zum Beispiel, aber ich habe nicht die Möglichkeit, mir die Anzeige in irgendeiner Form einzustellen. Also ich kann die filtern und an- und ausstellen und je nachdem, was für eine Kartendarstellung ich wähle, sind auch die POIs mal mehr oder weniger besser zu erkennen. Aber das ist halt nicht so komfortabel, um wirklich zu erkennen, dass da und da jetzt wirklich ein POI ist. Also ich sehe hier jetzt, dass da ist ein Pass.
in der App zum Beispiel und ich sehe, dass hier jetzt welche geclustert sind. Ich kann auch die Clusterung wieder 1000 Einstellungsmöglichkeiten aufheben, sodass mir das alles einzeln angezeigt wird. Aber es ist halt immer auf einer Zoom-Stufe und ich muss halt wirklich selber gucken, wo ich diese Dinger jetzt sehe. Und die sind auch von der Anzeige her jetzt nicht nicht wirklich unterschiedlich. Also in dem Moment, wo ich bei den angezeigten POIs jetzt hier alle anmache, die Anzeige optisch gesehen ist immer gleich. Also es ist immer dieser weiße Punkt mit irgendeinem kleinen Logo drin und das sorgt halt dafür, dass hier halt sehr, sehr viel unübersichtlich wird, wenn ich Tankstellen, Bergpässe, Sehenswürdigkeiten, Bikertreffs etc. Hier mit anhabe und sich die halt eben dynamisch einzustellen und zu filtern und zu sagen, okay, und jetzt will ich ein paar Bergpässe reinpacken und jetzt will ich die Sachen machen, das kann ich zwar tun, das ist aber in der Einstellung umständlich und in der Usability, in der Optik her eher nicht so schön und das sorgt halt auch wieder dafür, genau wie die katastrophale UI mit den 1000 Einstellungsmöglichkeiten, dass ich einfach nicht komfortabel schnell planen kann, sondern ich brauche halt 100 Jahre, um eine Route zu bauen. Das nimmt mir dem Ganzen so ein bisschen den Spaß. Das dritte ist für mich der leider immer wieder fehlerhafte Kurvenalgorithmus. Kurviga schafft es mit regelmäßiger Gewissheit immer wieder so kleine Fehler reinzubauen, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich habe jetzt hier einfach nur mal eine Route von München nach Südtirol berechnen lassen und bei Seefeld macht Kurviga es so, dass er mich hier, obwohl er hier auf der Hauptstraße runterkommt, schickt er mich quasi in Seefeld, dann hier einmal rüber, darüber und dann auf diese L14, um dann wieder von der L14 auf dieser Bundesstraße abzubiegen. Und das ist für einen einfach unverständlich. Also was soll dieser Fehler? Warum einmal abbiegen und dann einmal um Pudding fahren, um dann wieder auf die gleiche Hauptstraße zurückzuführen? Und es liegt auch nicht an irgendeiner Sperrung oder sowas, weil ich kann ihn halt zwingen, hier einfach ein Zwischenziel zu machen und dann bleibt er auf der Straße. Also da ist ist nicht irgendwie die Straße in den Kartendaten als gesperrt markiert oder so. Und das nervt dann schon ein bisschen, weil das sind diese Kleinigkeiten, die man halt aus diesem Kurvenalgorithmus rauskriegen muss, damit man nicht ständig die Route nachkontrollieren muss, um nicht immer um Pudding geschickt zu werden. Und das ist halt etwas, wo ich persönlich sehr viel Wert drauf lege, weil ich will halt schnell und komfortabel planen und wenn ich jede Tour plane und dann aber wirklich in einer Zoom-Stufe die ganze Tour nochmal abgehen muss, um solche Fehler zu vermeiden, dann nervt das halt einfach. Vierter Grund, kein CarPlay. Klar, Kurviga ist jetzt nicht der Marktführer dafür und die haben sich halt entschieden, Android Auto zu machen. Es wird CarPlay bestimmt irgendwann geben. Es gab ja auch lange Zeit nur eine Android-App, jetzt gibt es immerhin schon mal eine Apple-App. Es ist die Richtung, in die der Markt geht. Wenn man das halt nutzen will, braucht man sich halt gar nicht mit Kurviga auseinandersetzen, wenn man auf einem Apple-Gerät ist und dann halt einfach kein CarPlay kriegt. Das ist dann halt für diese Nutzerschaft einfach ein bisschen schade. Der fünfte und letzte Grund, Offroad. Ich habe zwar mehr Möglichkeiten auch mit den TED-GPX-Dateien oder ACT-Dateien, wenn ich die hier als Overlay reinpacke. Ich kann aber immer noch nicht mich hundertprozentig darauf verlassen, dass wenn ich jetzt einen ACT in Griechenland fahren will, dass Kurviga mir das in eine Route umwandelt, die dann hundertprozentig auch diesem Track entspricht. Das ist bei Kalimoto natürlich noch viel rigoroser. Kalimoto wandelt das halt einfach um und ist Offroad eigentlich unbrauchbar. Ich habe mit Kurviga schon bessere Möglichkeiten, unbefestigt zu fahren, aber es ist halt noch nicht immer hundertprozentig. Also es nimmt mir immer noch nicht, es hat noch nicht die Funktionalität, die ich sage, dass ich kann jetzt auf ein Osmand verzichten, wo ich einfach mein TED-Section reinschmeiße, sage, navigiere mich bitte zum Startpunkt oder zum nächsten Punkt von jetzt aus und dann leg los. Und ich kann die einfach abfahren, egal wie diese Route jetzt aussieht. Osmand wird mich da langleiten, hundertprozentig. Und wenn das halt an irgendeiner Stelle vielleicht nicht geht, muss ich selber entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Da ist Kurviga noch nicht dran, dass es dir diese Möglichkeiten gibt,
das easy zu tun und deswegen ist es halt auch jetzt noch kein 100%iger Ersatz. Also wer halt Offroad fahren will, der muss halt immer noch ein DMD2 oder ein Osmand mit dazu nehmen, um halt seine Sections fahren zu können. Und wenn man dann halt wieder auf die Straße wechselt, dann kann man wieder kurviger nehmen. Es ist nicht so sehr wirklich eine Offroad-App. Das waren für mich die 5 wesentlichsten Vor- und Nachteile zu kurviger. Wenn ihr sagt, ich habe noch was Wesentliches vergessen, was wirklich den riesigen Unterschied macht, dann lasst es mich einfach gerne wissen. Und ansonsten vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.